Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Room 4 Old Sins. Ja, und in der letzten Folge habe ich ein bisschen bei diesem Puzzle hier festgesteckt. Wir müssen diese Form hier bilden, indem wir das hier drehen. Allerdings habe ich nicht gecheckt, dass es hier mehrere Positionen gibt. Und das ist die richtige Form. Es ist so simpel. Ich habe gedacht, es gibt nur 3 Positionen, Alter. Aber das erklärt einiges, okay. So, damit kann das Wasser weiterfließen. Zu der nächsten Position, okay. Mich hat es interessiert, was passiert, wenn man das nach da zieht, aber es bleibt einfach stecken, okay. Gut. Das macht keinen Sinn. Das sieht richtig aus. Nee, das ist falsch rum, ne? Dann müsste das ja dahin. Ja. Und dann, das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Es muss noch da. Nach oben. Ah ne, da muss ich nochmal nach unten, okay. So. So, so. Okay. Okay, das sind jetzt 2. Ich würde sagen, kümmern wir uns erstmal um den blauen. Nee, das ist nicht richtig. Nein. Nee. Das sieht richtig aus. Okay. Und jetzt müssen wir in die Mitte noch einen Stern packen. Ja, das sieht richtig aus. Okay, und damit fließt das Wasser jetzt hier rüber in das Becken hier. Sehr gut. Und das Wasser können wir mit dem Okular betrachten? Okay, das ist weird. What? Mega random. Aha. Ah. Nee, das muss schon nach da, das ist richtig. Und das muss nach unten. So. Okay. Und da bekommen wir das nächste Artefakt. Interessant. Wow, das Wasser wird schwarz.
Garten abgeschlossen. Eine Falle so unauffällig und göttlich, dass ihre Opfer unbeirrt bis zu ihrem Ende in sie hineinlaufen. Die Fesseln der Erde könnten mich nicht halten, aber ich habe gespürt, wie ihre Dornen meine Haut durchbohren. Okay. Wir haben das nächste Artefakt. Gut, dann öffnen wir es mal. Was haben wir denn hier drin? Aha. Die können wir... ja. Die können wir bei dem... Hier bei dem japanischen Zimmer... Können wir die bei den Drachen einsetzen. Da vorne. Oder? Genau. Stimmt, gehört das hier hin, aber irgendwas stimmt nicht. Okay, ich glaube, ich muss damit dann tatsächlich doch erstmal irgendwas machen. Ah, ich kann die Flügel aufklappen. Aha. So, und jetzt kann ich die da hinpacken, ne? Genau. Okay. Hm. Okay. Lol. Ah, ich verstehe. Die müssen dahin. Aha. Ah, nee, aber dann geht's wieder runter. Nee, das will ich ja nicht. Das soll ja schon oben bleiben. Ich müsste jetzt halt hier... Ach, kann ich das drehen? Ah, ich kann das drehen. Und dann kann der andere Drache da dran. Aha. Ein Pagodenmodelldach. Ich vermute mal, das brauchen wir hier. Oder? Den vielleicht da drauf und dann das hoch oder so und dann da drauf nicht. Oder so. Ah, so. Alles klar. Und jetzt muss das wahrscheinlich da oben drauf. Ja. Und jetzt können wir da wieder reingehen. Okay. Das ist cool, aber erstmal gehen wir da rein. Aha. Ich kann da aber noch nichts machen scheinbar. Okay, dann muss ich da wohl erstmal noch das mit dem anderen hier interagieren. Dann würde ich sagen, wahrscheinlich... Ah, ich kann aber nur ein... Die Drachen können nicht beide gleichzeitig dahin. Aber was ist, wenn ich den zubeißen lasse? Dann müsste ich ja den anderen... Ja, genau. Und den auch. Und dann beide nach oben.
Das ist zu hoch. Okay. Das ist zu hoch. Das muss auf die Höhe mit dem da. Und dann kann ich da, wenn ich da dann reingehe. So, genau. Und jetzt kann ich darüber gehen. Mhm. Okay, was haben wir denn hier? Ah, das kann ich öffnen. Auf der anderen Seite auch nochmal. Pagodenmodelldach mit Spitze. Und ich denke mal, das kann ich dann jetzt da oben wieder draufsetzen. So. Und dann so. Nee, so. Genau. Und dann das da oben drauf. Okay. Ich glaube, ich muss hier einen Stromkreis bilden, kann es sein? Das hier oben habe ich jetzt offenbar geschafft. Aber warum? Was genau war jetzt da der... Hä? Oh, kann ich die auch... Ah. Ah, okay, warte mal. Dann weiß da zu weiß. Und dann da... Dazu? Nee. Das macht keinen Sinn. Aber dahin. Ah. Ah, ich glaube, jetzt blicke ich so langsam... Nee, das macht auch keinen Sinn. Oder? Weiß. So, dann verbindet sich das da. Dann verbindet sich das da. Aha. Aber das ist hier doch gar nicht connected. Hä? Naja. Gut, und Rot verbindet sich da. Verbindet sich dann da. Damit. Und da. Und dann da nach oben. Aha. Und das gibt dann wohl das nächste Artefakt frei. Okay. Ein seltsames Artefakt. Wir haben noch 2 Symbole. Japanische Galerie abgeschlossen. Reisende sind leichte Beute, wenn sie von den Geheimnissen einer neuen Welt angelockt werden. Das Siegel ist nahezu gebrochen. Doch endet meine Reise? Oder bin ich nur ein weiterer naiver Reisender? Okay. Und da haben wir das Fenster. Und das müssen wir da einsetzen. Und da müssen wir jetzt... Oh. Oh, jetzt kann ich hier den... Lol. Jetzt kann ich hier den Turm drehen. Ja, das macht ja auch Sinn. Weil das hat ja nicht gestimmt, wie das Fenster dazu ausgerichtet war zu dem... Hier, das hat ja nicht übereingestimmt, aber jetzt stimmt das.
Okay. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung, was es mir gebracht hat, dass ich diese Puppe da eingesetzt habe, aber... War das nicht so? Ach verdammt, ich habe schon wieder vergessen. Ich habe es vor 2 Sekunden angeguckt und ich habe schon wieder vergessen, wie es aussah. Blau nach links und gelb nach rechts. So war es doch, oder? Oder bin ich jetzt dumm? Oh, jetzt können wir uns das hier angucken. Ah. Wow. Ha. Ist es Abigail? Interessant. Oh, und da liegt auch jetzt ein weiteres Buch. Principles and Fundamentals of Perspective. Ja, alles eine Frage der Perspektive, ne? Die Luft stellt sich mir entgegen wie eine Wand aus Eis. Ich stemme dagegen an und zwinge meine Beine zum nächsten Schritt. Mein Blick ist geheftet auf das Gartentor. Meinem Heim, meinem Mann, meinem Leben habe ich den Rücken gekehrt. Ich weiß, wenn ich jetzt zurückblicke, wird mich meine Kraft verlassen. Jeder Schritt ist leichter als der vorherige. Ich spüre, wie der Wahn abfällt, wie ein schwindender Traum. Spüre das dunkle Wesen in seinem Herzen. Du magst meinen Mann an dich gerissen haben, aber mich kriegst du nicht. Ich halte inne, die Hand auf dem kalten Eisen. Das Innere des Hauses ist jetzt nur noch Dunkelheit. Okay, das machen wir ja gerade mehr oder weniger, dass alle Räume halt dunkel werden, ne? Und da haben wir scheinbar einen Schwan, denke ich mal, soll das sein? Oder eine Gans vielleicht? Auf jeden Fall wieder ein Vogel, interessanterweise. Schwan, okay. Ich glaube, das hat sich geklärt. Warte mal. Der Schlüssel kommt wahrscheinlich hier. Da hatten wir doch hier diesen Schrank. Ich denke mal, da kommt der Schlüssel hin, weil ich glaube, das ist gerade das einzige Schlüsselloch, was wir haben, oder? Ja. Okay, ein weiteres Bild, das wir uns angucken können. Ah, Fibonacci-Spirale. Okay. Ich denke mal, das war Edward. Wow. Ich glaube, Edward war nicht so glücklich darüber, dass Abigail gegangen ist. Aber das hilft uns, weil wir kriegen das nächste Artefakt. Wow. Studie abgeschlossen. Ich habe diese Bestie nach und nach zerlegt. Jetzt ist nur noch das Herz übrig. Okay. Wir können jetzt also wohl da rein. Aber ich würde sagen, wir öffnen erstmal das Artefakt. Hälfte eines Familienwappens.
Haben wir das nicht irgendwo gesehen? Ich bin mir nicht ganz sicher gerade. Warte mal. Das war aber nicht hier irgendwo im Haus, oder? Ich glaube nicht, nee. Okay, dann können wir jetzt wohl da rein. Lol. Der Dachboden. Wir sind ins Modell reingegangen und da ist einfach ein Modell von dem Modell. Alter, voll Inception. Okay, aber gerade das Zimmer da drumherum finde ich gerade viel interessanter. Das ist das erste Mal, dass wir irgendwie rausgucken und wir sehen nicht draußen das Zimmer, in dem wir uns befinden, sondern da fliegt ganz viel Zeug rum. Ist das vielleicht eins der Enden aus The Room 3? Das könnte das Ende sein, wo wir Greyhome entkommen, aber das Monster freilassen. Abigail, wenn du dich versteckt hast, zeige dich. Wenn wir zusammen sind, gibt es vielleicht noch Hoffnung. Nie wieder will ich dich bedrohen. Ich fühle mich nun besser, ich sehe klarer. Das Haus ist nicht es selbst. Ich hinterlasse eine Spur aus Notizen, aber sie sind keine große Hilfe. Manchmal fällt mir eine in die Hände, von der ich schwören könnte, dass ich sie noch schreiben muss. Wenn du mich siehst, sag mir, dass ich aufhören und mich ausruhen soll. Du warst immer diejenige, die mir sagte, dass ich mich ausruhen soll. Edward. Okay. Wow. Das ist der Torbogen aus dem ersten Teil, oder? Von diesem Stonehenge-ähnlichen Ding. Das sieht genauso aus wie der Torbogen. Okay, kann ich dann jetzt hier... Ah, jetzt ist der da. Jo, was? Wir gehen nochmal eine Ebene tiefer. Alter. Wir gehen einfach... Wir sind jetzt in dem Modell. In dem Modell. Oh shit, und die... Der Raum zerfällt immer mehr. Desto tiefer wir gehen. Abigail. Türen führen zu Ziegelmauern. Treppen führen nirgendwo hin. Das Haus verändert und verdreht sich. Seit Tagen durchsuche ich dieses Labyrinth. Und immer wieder endet mein Weg hier. Als gäbe es da noch etwas, das ich von diesen Mauern lernen könnte. Du hattest recht. Du hattest immer recht. Wenn du einen Weg hinausfindest, dann zögere nicht und geh. Warte nicht auf mich. Blicke nicht zurück. Ich bin auf ewig dein. Edward. Okay. Okay, da können wir erstmal wieder durchs Portal durch. So, die Frage ist, was können wir dann hier machen? Können wir ihn zurückschicken? Ja gut, aber was bringt denn das? Ah, ich kann ändern, wo das Portal hinführt. Ah ja, hier bin ich schon richtig. Lol. Und wir gehen einfach noch eine Ebene tiefer. Das ist richtig Inception hier. Der Dachboden. Holy shit. Alter. Das ist schon echt krass. Ein weiterer Brief. Die Bücher. Sie sind angefüllt mit unseren Gedanken. Die ganze Bibliothek. Monat um Monat unseres Lebens. Ich habe meinen Wahn mit eigenen Augen gesehen. Die wirren Worte füllen ganze Seiten. Ich sehe nun, wie schrecklich es gewesen sein muss. Ich habe in einem Buch gelesen, wie ich das Buch lese, das ich lese. Eine merkwürdige Erfahrung.
Ich weiß, dass du nicht mehr hier bist. Ich habe von deiner Flucht gelesen. Gott sei Dank bist du in Sicherheit. Die Hoffnung, die mir noch bleibt, ist, dass du eines Tages zurückkehren und meine Entschuldigung lesen wirst. Solange ich in dieser Hölle gefangen bin, werde ich weiter nicht schreiben. Es tut mir leid, Abigail. Es tut mir leid. Okay, jetzt wird's kompliziert. Jetzt wird sehr kompliziert. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich muss... wo muss ich hin? Jetzt muss ich zum Dachboden, okay. Ich muss zum Dachboden. Welches Portal führt zum Dachboden? Und dann muss ich dadurch. Natürlich. Wir gehen noch eine Ebene tiefer. Oh. Oh, ist das Edward? Okay, der Raum ist jetzt wieder intakt. Ich kann nicht weiter suchen. Es hat keinen Zweck. Ich bin eine Ratte in einem Käfig, doch erst jetzt kann ich die Gitterstäbe sehen. Du hast es gesehen, Abigail. Du hast es von Anfang an gesehen, wie es sich seinen Weg durch unser Haus, unsere Ehe, unser Leben erschlichen hat. Das Puppenhaus. Du hast ihm das Puppenhaus vorgeworfen. Brillant. Auf dich hätte die Gesellschaft zugehen sollen, nicht auf mich. Sei frei, schöne Abigail. Es tut mir leid, mein Herz. Mein ist das Leid. Dein Edward. Okay. Also Edward ist wohl gestorben. Und wir müssen jetzt da das Wappen einsetzen. Wow. Das Nullelement. Lol. Einfach so das Nullelement. Oh shit, aber war das so eine gute Idee, das zu nehmen? Das ist das Haus von AS, oder? Ja, das ist das. Das ist das Haus von AS. Okay, holy shit. Okay, zuerst einmal mega geil. Wir haben genau 4 Stunden gebraucht. Das ist schon ziemlich nice. Das ist eine coole Zahl. Aber krass. Spiel abgeschlossen. Glückwunsch, du hast Room 4 Old Sins abgeschlossen. Du hast die verschlungenen Gänge des Waldegrave Manor und die darin verborgenen Prüfungen bezwungen und bist mit der vollständigen Nullprobe entkommen. Meine Arbeitgeber haben die Seele, die sie verlangt haben. Sein frustrierter Ehrgeiz machte Mr. Lockwood zum idealen Ziel. Doch Mrs. Lockwood ist noch einmal etwas anderes.
Alle Beteiligten waren wohl schicksalhaft dazu bestimmt, ihre Entschlossenheit zu unterschätzen. Selbst meine Arbeitgeber können sie nicht aufspüren. Jemand, der es vermag, der Gesellschaft zu entrinnen, muss unbedingt gefunden werden. Bericht des Sammlers, 21. November 1908. Okay, also haben wir scheinbar jemanden aus der Gesellschaft gespielt. Das war echt gerade am Ende eine richtig krasse Cutscene. Also wir haben scheinbar die Gesellschaft gesehen und die waren in einem Raum und auch in der Mitte auf dem Tisch waren mehrere Proben vom Nullelement. Und außenrum war auch diese schwarze Flüssigkeit, die immer beim Nullelement kommt und ist da so runtergeflossen. Das war schon ziemlich krass. Ich frage mich, was das für eine Verbindung ist, weil wir haben gerade auf jeden Fall am Ende, als wir die Probe genommen haben, das auf dem Tisch war auf jeden Fall ein Modell von dem Haus von AS. Dass wir, wo wir uns im ersten Spiel, in dem ersten The Room, die ganze Zeit befunden haben und das dann im zweiten Teil von diesen Tentakeln zerstört wurde. Das war auf jeden Fall dieses Haus. Ich frage mich, was da die Verbindung ist. Vielen Dank fürs Spielen. Wir bei Fireproof Games sagen danke, dass du Room 4 Old Sins gespielt hast. Wir haben hart daran gearbeitet, unseren Spielern einen neuen Einblick in das Universum von The Room zu geben. Und wir hoffen sehr, dass dir unser neuestes Werk gefällt. Als unabhängiger Entwickler verlassen wir uns auf Feedback und Empfehlungen unserer Spieler. Wenn dir unsere Spiele Spaß machen, dann verwende bitte die Bewertungsfunktion unten. Ich vermute, das wäre relevant für Mobile. Deine Unterstützung und deine Meinung ist uns wichtig. Noch einmal danke, dass du The Room 4 Old Sins gekauft hast. Ja, gerne. Also, The Room ist auf jeden Fall eine extrem geile Spielreihe. Ich freue mich auf jeden Fall auf zukünftige Teile. Das ist aktuell der neueste Teil. Es gibt noch ein Spiel, The Room VR, also eine VR-Version. Das Problem ist, ich habe kein VR-Headset, von daher kann ich das nicht spielen. Aber wenn ich mir vielleicht irgendwann mal ein VR-Headset kaufe, dann werden wir das auf jeden Fall spielen. Also da habe ich auf jeden Fall eigentlich schon ziemlich Bock drauf. Ansonsten sehen wir uns vielleicht da irgendwann wieder. Oder vielleicht irgendwann, wenn The Room 5 rauskommt oder so. Oder nächste Woche bei einem neuen Projekt. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Bis dann.